Willst du wissen, was dich wirklich altern lässt, auch wenn du dich eigentlich gesund fühlst? Es gibt 3 unsichtbare Gewohnheiten, die deine Zellen nachweislich schneller altern lassen. Wenn du langfristig jung, energiegeladen und mental klar bleiben willst, dann solltest du genau diese 3 Dinge ab heute streichen. Und Achtung, Gewohnheit Nummer 3 betrifft fast jeden und bleibt oft unbemerkt. Motion for Balance. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich bin Markus Stipp, Gründer von Motion for Balance und dein Longevity Coach. Ich unterstütze Menschen auf ihrem Weg zu mehr Energie, Gesundheit und gesunder Langlebigkeit. Ja, heute sprechen wir über 3 Gewohnheiten, die du besser abstellen solltest für gesunde Longevity. Gewohnheit Nummer 1, chronischer Zuckerkonsum. Ja, Zucker ist nicht nur ein Energieräuber, er beschleunigt wortwörtlich deine Zellalterung. Grund ist die sogenannte Glykation. Dabei verbinden sich Zuckerreste mit Proteinen im Körper und bilden sogenannte AGEs, Advanced Glycation End Products. Ja, diese Abfallstoffe führen zu Zellschäden, beschleunigen Entzündungen und fördern den Abbau von Kollagen, was sich auch an der Haut zeigt. Mehr zu diesen Stoffen findest du in meinem Video über die AGEs, welches ich dir unten in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos verlinke. Wichtig, gemeint ist nicht nur offensichtlicher Zucker, zum Beispiel in Schokolade, Softdrinks, sondern auch der versteckte Zucker, etwa in Soßen, Weißmehlprodukten, Backwaren oder Frühstücksbrezeln. Was kannst du stattdessen tun? Regelmäßig und vollwertig essen, damit Heißhunger gar nicht erst entsteht. Statt die Breze als Snack Gemüsesticks zum Beispiel und auch Bitterstoffe und Zimt nutzen, beispielsweise im Frühstück zur besseren Blutzuckerregulation. Und zu guter Letzt Etiketten prüfen. Ja, Zucker hat 70 verschiedene Namen. Damit kommen wir auch zur Gewohnheit Nummer 2. Dauerstress und schlechter Schlaf. Stress lässt nicht nur deine Haare grau werden, er lässt auch deine Telomere schrumpfen. Telomere sind die Schutzkappen an den Enden deiner DNA. Je kürzer sie werden, desto älter ist deine Zelle, biologisch. Studien zeigen, chronischer Stress, insbesondere durch dauerhaft erhöhtes Cortisol, beschleunigt diesen Abbau und damit die Alterung deines Immunsystems, deiner Muskulatur und sogar deiner Haut. Die gute Nachricht ist, du kannst diesen Prozess nicht nur verlangsamen, sondern teilweise rückgängig machen. Auch hier zeigen Studien bereits, dass eine gesunde Lebensweise die Aktivität des Enzyms Telomerase steigern kann und dadurch Telomere wieder verlängert werden. Was hilft nun konkret? Wieder das Thema erholsamer Schlaf, 7 bis 9 Stunden, das ist eine gute Regel dafür. Rhythmus statt Dauerstress, sprich feste Schlafenszeiten, Abendroutinen ohne Blaulicht zum Beispiel. Und natürlich Bewegung, Atemübungen zur Cortisolregulation. Zudem digitale Detox-Phasen, vor allem vor dem Schlafengehen, Handy ausschalten. Ja, mehr dazu und weiteren hilfreichen Tipps und Tricks in dem verlinkten Video ebenso zum Thema Stress und Schlaf. Ihr findet es unten in der Beschreibung und am Ende des Videos. Bevor ich euch gleich noch auf die 3. unsichtbare Gewohnheit hinweise, welche ihr wahrscheinlich nicht einmal bemerkt, möchte ich euch auf meinen WhatsApp-Kanal aufmerksam machen. Dort bekommt ihr echtes Longevity-Wissen direkt aufs Handy. Scannt den eingeblendeten QR-Code und ihr seid dabei. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und gerne ein Abo des Kanals, so verpasst ihr keines der Videos, die ich online stelle. Einmal in der Woche gibt es neuen Content von mir. Zur 3. ungesunden Gewohnheit. Und zwar ist diese Gewohnheit die ungesunde Selbstoptimierung. Was paradox klingt, ist aber heute Realität. Ja, viele Menschen wollen heute alles optimieren. Aber es geht nicht auf die biologische, sondern auf die algorithmische Weise, nenne ich es mal. Ja, was meine ich damit? Die ständige Jagd nach mehr, nach besser, mehr Supplements, mehr Biohacks, 7000 Schritte oder doch 10.000 oder 12.000,
Journaling, Eisbaden, Atemtraining, perfekte Morgenroutinen. All das führt häufig nicht zu echter Gesundheit, sondern zu neuem Stress. Ja, das Ergebnis davon: eine chronische Überforderung, ein permanenter Vergleich, eine Selbstkritik. Und all das wiederum erzeugt inneren Druck, fördert das Cortisol und verhindert die Regeneration. Dabei werden zusätzlich die Basics vergessen. Es wird quasi das Dach des Hauses auf einen maroden Rohbau gesetzt. Was dann passiert, sollte jedem klar sein. Früher oder später bricht das Haus zusammen. Zudem wirken heute ständig neue Reize. Likes, Nachrichten, Push-Benachrichtigungen, wie ein Dauerfeuer auf dein Gehirn. Das stört ebenso die Melatoninproduktion und damit deinen Schlaf, die Zellregeneration und am Ende auch die Langlebigkeit. Was hilft stattdessen? Bewusst weniger Reize zulassen, mehr Bewusstsein schaffen. Handykonsum auch mal gezielt begrenzen, lieber mal ein Buch lesen. Zum Beispiel mit Adblockern oder Fokuszeiten lässt sich das ganz gut regeln. Echte Regeneration statt ständiger Aktivität und vor allem auch wieder zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören, statt auf den Algorithmus. Mein Fazit zu dem Thema: Wenn du jung bleiben willst, reicht es nicht, nur auf die Waage oder das Spiegelbild zu schauen. Es geht um das, was in den Zellen passiert. Die Balance ist das Ziel. Langlebigkeit beginnt nicht mit noch mehr Leistung, sondern mit Bewusstsein, mit weniger Reizen, mit weniger Druck und mehr echter Balance. Damit bin ich fürs heutige Video am Ende. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas für euch mitnehmen. Und in diesem Fall freue ich mich darauf, ein Like zu bekommen, ein Abo meines Kanals gerne und kommentiert auch mal, welche dieser 3 Stolpersteine deine schlechteste Gewohnheit darstellt. Ich wünsche dir eine gute Woche, bleib bewusst und gesund und bis zum nächsten Video.